Als 11-jähriger Bub hatte der spätere Kinderdorfgründer Walter Robert Corti im Jahr 1921 ein Erlebnis, das ihn tief beeindruckte und seine Zukunft prägte. Bei einem Wanderausflug mit seiner Familie aufs Stilfser Joch kam er das erste Mal mit dem Krieg in Berührung. Dort oben war im Ersten Weltkrieg eine Front verlaufen. 3 Jahre nach Kriegsende waren die Spuren des Todes immer noch deutlich sichtbar. Massenhaft lag hier noch das verbrauchte Kriegsmaterial umher, Haufen zerschossener Munition, Helme, zerbrochene Gewehre, verbeulte Teller und Becher. Und nun fanden wir Buben eines verschonten Volkes, Kinder einer unversehrten Schweizer Familie, da oben einen Brief. Er steckte in einem zerschossenen Waffenrock. Eine Mutter hatte ihn geschrieben aus dem damals noch ungarischen Städtchen Panksova unweit Belgrad. Und so war dieser Brief in einem rührend ungelenken Deutsch abgefasst. Er trug das Datum des 18. März 1916 und war an einen Infanteristen des Kaiserlichen und Königlichen Regimentes 29 adressiert. Liebes Kind, seid du herzlich gekiest von deinen lieben Eltern und Geschwistern. Vor allem meinem Schreiben tu ich dir zuwissen, dass du uns sehr wenig schreibst. Alle Monat einmal. Warum, das weiß ich nicht. Ob die Familie es überhaupt wusste, dass er ins Gebirge abkommandiert wurde, dass hier die Schlacht entbrannte und er mit seinen Kameraden die italienischen Stellungen stürmen musste? Hier oben hat ihn die Kugel getroffen. Vielleicht wird es doch wieder besser werden, liebes Kind, tröst du dich. Der liebe Gott wird doch einmal einen Frieden geben. Er aber hat ihn nicht mehr erlebt. Diese starken Eindrücke begleiteten Walter Robert Corti durch seine Schul- und Studienjahre. Während sich die Welt um ihn herum modernisierte, stellte er sich viele Fragen. Das alles und wahrlich noch weit mehr hat der Mensch ersonnen und geschaffen, und es ist das Verruchte an ihm, dass er die höchsten Leistungen seines geheimnisvollen Geistes immer wieder den Mächten der Dunkelheit ausliefert. Warum will es ihm denn nicht gelingen, seine Erfindungen, seine Forschungen allein nur dem Aufbau, der Erhaltung des Friedens dienstbar zu machen? Sollte es denn wirklich nicht möglich sein, dass uns das Gemeinsame mehr leitet als das Trennende? Was muss versucht werden, um jene die Menschheit periodisch heimsuchenden Ausbrüche des Massenmordes zu verhindern? Wie ist es möglich, dass die Völker stets bereit sind, unvorstellbare Summen für die Anfertigung von Waffen auszugeben, mit denen sie dann ihre Söhne zwingen, sich gegenseitig umzubringen? Walter Robert Corti hatte gehofft, an der Universität Antworten auf seine Fragen zu finden. Und er hatte sich vorgestellt, dass man an den Hochschulen des Landes an konkreten Lösungen für die Probleme der Menschheit arbeitete. Aber das Fachstudium stand ganz unter dem Gesetz der Berufsausbildung. Es wurden Ärzte, Pfarrer, Juristen, Lehrer ausgebildet. Es gab da keine Fakultät für Menschheitsmedizin. Um diese aufzubauen, müssten alle Gelehrten, die Mediziner, die Juristen, die Psychologen, die Philosophen, die Theologen, die Techniker, die Architekten, die Naturwissenschaftler zusammenarbeiten.
Die Idee einer Fakultät der Menschenmedizin wurde für Walter Robert Corti zum Traum. Er stellte sich eine Stadt der Wahrheit vor, mit vielen Gebäuden, die alle einer bestimmten Forschung gewidmet waren und sich untereinander austauschten. Diese Stadt wurde nie gebaut. Im Jahr 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus und mit ihm kam unvorstellbares Grauen über Europa und die Welt. In der allgegenwärtigen Not hatte Corti wieder eine Idee. Diesmal eine, die sich umsetzen ließ. Als Student schon hatte ich von einem Dorf der Gelehrten geträumt, in dem die Bedingungen friedlichen Zusammenlebens studiert würden. Nun rief ich in der Monatszeitschrift Du zum Bau eines Dorfes für die vom Krieg versehrten Kinder auf. Von Anfang an betonte ich die heilende Wirkung des Zusammenlebens von Kindern aus verschiedenen, damals stark verfeindeten Nationen. Die Bereitschaft, das Trennende zu überbrücken, sei der erste Schritt eines Lernprozesses, an dessen Ende man mit Vielfalt umzugehen verstehe und sie wertschätze. Und so entstand das Pestalozzi-Kinderdorf, das du heute besuchst. 1946, ein Jahr nach Kriegsende, öffnete es seine Türen für die ersten Waisenkinder. Träumst du auch von einer Welt ohne Krieg? Komm mit, wir zeigen dir in den weiteren Räumen, was die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi Tag für Tag dazu beiträgt.